es ist eigentlich nötig, mal die ganze linke Geschichte theoretisch aufzuarbeiten, um mal sich grundsätzlich zu fragen, was haben wir da eigentlich gemacht, in welchem Zusammenhang stehen wir eigentlich, denn es war ja schon Ende der 70er Jahre zu spüren, dass es mit der traditionellen Linken zu Ende geht. Und unsere Grundthese auch heute noch ist, oder so ein Ausgangsgefühl sogar, wenn man so will, die sogenannte Arbeiterbewegung ist definitiv an ein Ende gekommen. Und der sogenannte Sozialismus, alias Realsozialismus, alias Staatssozialismus, ist bekanntlich auch an ein definitives Ende gekommen. Und trotzdem ist der Kapitalismus so unerträglich, wie er schon immer war. Und Kapitalismuskritik ist nötiger denn je. Also da steht man in einer Paralyse drin, in einem Dilemma. Und das war eigentlich unser Thema schon in den letzten 20 Jahren. Und es sind natürlich erstmal schwer zu verdauen. Vielleicht weniger von der Verständlichkeit her, als dass es womöglich jeden normalen oder Durchschnittslinken erstmal auf die Palme bringt, das, was hier als Resultat dieser theoretischen Aufarbeitung herausgekommen ist. Denn das beziehe ich jetzt auch auf die Situation der Linken in Ost wie in West gleichermaßen. Man kann ja auf dieses Ende der Arbeiterbewegung und dieses Ende des Sozialismus in zwei Formen zunächst mal spontan reagieren. Die eine Reaktion ist die, dass man mit fliegenden Fahnen zur wunderbaren Marktwirtschaft überläuft und halt plötzlich realistisch ist und in dieser, ich sag's mal drastisch, scheiß Bundesrepublik endlich ankommt, in der wir im Westen seit 30 Jahren als Linke eben nie ankommen wollten. Im Gegenteil, das ist doch, wir waren da immer schon drin und das war ja unsere Kritik. Ich sehe also nach wie vor auch heute nicht ein, wieso ich, bloß weil dieser Staatssozialismus zusammengebrochen ist, meine Kritik an diesem Kapitalismus, an dieser alten Bundesrepublik plötzlich aufgeben soll. Also dieser Realismus, das ist die eine Möglichkeit, dieser sogenannte Realismus heißt hier nichts weiter als bedingungslose Kapitulation vor den kapitalistischen Tatsachen, die nun in der Tat real sind, aber die kann man ja auch kritisieren, oder das Problem wäre eigentlich, sie zu kritisieren. Und die andere Reaktion, das wäre irgendwie, ja, sozialistische Nostalgie, weitermachen wie bisher, im Osten natürlich der DDR nachtrauern oder die guten Seiten an ihr ausmalen, und in der Linken überhaupt, in Ost wie West, halt in irgendeiner Weise sich schütteln und dann weitermachen, als wäre nichts gewesen. Und die ganzen alten Kategorien weiterdenken, und da wird man natürlich die gesellschaftliche Wirklichkeit, die sich ja insgesamt im Weltmaßstab fortentwickelt hat, nicht mehr greifen können. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Polen, dieser rückwärtsgewandten Form des Weitermachens und diesem Ankommen im Kapitalismus und realistisch werden, natürlich jede Menge Schattierungen und Übergangsstufen, Mischungsformen und dergleichen. Und um es gleich zu sagen, die Position, die ich vertrete, die will weder das eine noch das andere. Die steht also völlig quer dazu. Und das ist im Grunde genommen, man könnte es fast nennen, zumindest in der Hinsicht der theoretischen Begrifflichkeit, aber auch der Handlungsperspektive letztendlich, eine Radikalisierung. Radikalisierung in dem Sinne, an die Wurzeln zu gehen, in einer neuen Weise, in einer weitergehenden Weise, als es und jetzt nehme ich schon einen unserer Begriffe in den Mund, als es der Arbeiterbewegungsmarxismus gemacht hat. Und ich schicke jetzt mal nur so eine allgemeine Überschrift sozusagen voraus, nämlich die Grundvorstellung dabei ist, dass sowohl die westliche Arbeiterbewegung als auch der östliche und südliche Staatssozialismus beides noch Bestandteile der bürgerlichen, kapitalistischen Modernisierungsgeschichte selber waren. Dass die westliche Arbeiterbewegung schon von ihrer Geburt an, eben in Gestalt der Sozialdemokratie, unter Einschluss des einen oder anderen Schismas, was dann später halt stattgefunden hat, diese westliche Sozialdemokratie im Grunde genommen die Bewegung nicht des Sprengens, nicht des Hinausgehens über den Kapitalismus war, sondern gewissermaßen die Bewegung, in der sich die sogenannte Arbeiterklasse, da komme ich noch gleich drauf, sich sozusagen in den Kategorien, in den Formen des Kapitalverhältnisses selber bewegt hat. Und damit gleichzeitig zu einem Modernisierungsmotor des Kapitalismus selber geworden ist.
Also im Konflikt mit den Funktionseliten, den Funktionsapparaten des Kapitalismus, sowohl auf der ökonomischen wie auf der politischen Seite, in gewerkschaftlicher wie in Hinsicht, wie in Form eben der sozialistischen Parteien, so etwas wie ein Modernisierungsfaktor in dieser kapitalistischen bürgerlichen Hülle selber gewesen ist. Und der Sozialismus, der Staatssozialismus, ja nicht zufällig, nicht etwa in einem entwickelten, krisenreif gewordenen Industriekapitalismus entstanden, sondern vom Standpunkt der entwickelten kapitalistischen Länder aus gesehen an der Peripherie. Die Oktoberrevolution gewissermaßen als die französische Revolution des Ostens und dann in der Folge die kolonialen Befreiungsbewegungen, die nationalrevolutionären Bewegungen und so weiter mit ihren diversen Formen von Sozialismen, meistens in irgendeiner Art und Weise orientiert an diesem Urbild der Sowjetunion. Diese ganzen Formen von Staatssozialismus im Wesentlichen an der Peripherie eigentlich auch in ähnlicher Weise diese Modernisierungsfunktion hatten, nämlich sozusagen die nachholende Modernisierung an dieser kapitalistischen Peripherie, die nachholende Inwertsetzung, nehme ich schon mal diesen schrecklichen Begriff in den Mund, die durch Ökonomisierung in kapitalistischen Kategorien an dieser Peripherie eigentlich das Problem der historischen Nachzügler. Auch da war eben nicht sozusagen der geschichtliche Horizont, das Hinauskommen über die Vergesellschaftungsformen des Kapitalismus, sondern im Gegenteil erstmal in diese Formen hineinkommen, und zwar unter der Perspektive eben nicht das Hinterland und der Abfallkübel und die unterentwickelte Peripherie eben zu bleiben, sondern selber gleichberechtigt, eigenständig in den Weltmarkt hineinzukommen, und das heißt aber natürlich auch in die kapitalistische Form hineinzukommen. Und natürlich kann man das auch kategorial ausdrücken, in den Grundbegriffen kapitalistischer Vergesellschaftung. Und was sind das für Grundbegriffe? Das ist das System der abstrakten Arbeit, wie Marx es genannt hat, das System von Wert, Ware, Geld, Marktbeziehungen, Arbeitsmärkten natürlich auch, Staat, Politik, Rechtsform, moderne bürgerliche Rechtsform, in der also Verträge, unter anderem eben auch Arbeitsverträge ausgehandelt werden, Demokratie und natürlich auch die Nation, die ja auch nichts Überhistorisches ist, sondern eigentlich erst im späten 18., frühen 19. Jahrhundert überhaupt erst entstanden ist. Dieser ganze Zusammenhang von abstrakter Arbeit, Wert, Ware, Geld, Markt, Staat, Nation, Demokratie, das alles bildet gewissermaßen etwas, was diesen grundkategorialen Rahmen kapitalistischer Vergesellschaftung bildet. Und man könnte, wenn man jetzt die Vorstellungen der Arbeiterbewegung, die sich in diesen Kategorien, nicht gegen sie und nicht über sie hinaus, sondern in diesen Kategorien bewegt hat, als eben eine Form von, ich nenne es adjektivischem Sozialismus, wo also das Vermeintliche darüber hinaus immer nur das Adjektiv, das Eigenschaftswort sozialistisch an all diese bürgerlichen kapitalistischen Kategorien angehängt hat. Also die sozialistische Arbeit, die sozialistische Demokratie, der sozialistische Wert und so weiter. Die sozialistische Nation nicht zu vergessen, mit das schlimmste danahe Geschenk der bürgerlichen Gesellschaft an diesen Sozialismus. Also kurz und gut, die Perspektive, die wäre, auf die ich hinaus will, diesen kategorialen Rahmen zu durchbrechen, diese Grundkategorien selber radikal in Frage zu stellen, über die kapitalistische Modernisierungsgeschichte damit erstmals wirklich hinauszugehen. Und das heißt natürlich auch, das muss man ja deswegen nicht diese alte Arbeiterbewegung sozusagen in ihrer Bedingtheit, in ihrer Immanenz, in ihrer Geschichtlichkeit nun einfach sozusagen abkanzeln. Aber man muss eben sehen, dass man dahin nicht mehr zurück kann. Und man kann jetzt wirklich nur noch entweder sich anpassen an den Kapitalismus oder man muss über diese alte Vorstellung von Kapitalismuskritik hinausgehen. Das ist jedenfalls meine Ausgangsthese. Und jetzt will ich das Ganze an einem neuralgischen Begriff aufrollen, nämlich den der Arbeit. Und von den Publikationen, die also diese Krisisgruppe in letzter Zeit gemacht hat, da gibt es außer diesen dicken Schmöker Schwarzbuch Kapitalismus, das natürlich auch genau aus dieser Perspektive geschrieben ist, dessen Autor ich bin. Das ist jetzt in einem größeren Verlag bei Eichborn erschienen. Und da gibt es aber dann auch noch fast parallel dazu
im Rahmen der grauen, der fast schon subkulturellen Literatur dieses Manifest gegen die Arbeit erschienen. Das hat, obwohl es nicht über die offiziellen Vertriebswege und über den Buchhandel gelaufen ist und eben auch nicht die Marketingmacht so eines großen Verlages wie jetzt Eichborn, wo das für das Schwarzbuch eben wirklich in die bürgerliche Distribution hineingekommen ist, obwohl das also sozusagen unter der Hand und über Gruppen und persönliche Initiativen gelaufen ist, die Verteilung, die Distribution dieses Manifests gegen die Arbeit, hat es ähnlich große Kreise gezogen. Und es trifft offensichtlich auf einen Nerv, einen Nervenpunkt in der momentanen Situation, aber natürlich auch auf erstmal Entsetzen und Abwehr bei der übrig gebliebenen Linken. Und in der UZ, der Zeitung der DKP, hat einer sich erregt, fand ich ganz lustig, der hat geschrieben, ja, wenn man ein Manifest gegen die Arbeit schreibt, könnte man genauso gut ein Manifest gegen die Atmung schreiben. Und das zeigt natürlich, dass hier gewissermaßen die Kategorie Arbeit, das Abstraktum Arbeit, fast schon in den Rang, gerade auch bei gestandenen Linken herkömmlicher Art, in den Rang einer Naturtatsache gerückt ist. Dass man also arbeiten muss, so wie man atmet. Und wer das in Frage stellt, der ist eigentlich mehr oder weniger verrückt. Und das ist nun eigentlich der erzbürgerliche Standpunkt. Und zunächst mal muss man dann, deswegen mache ich jetzt einmal einen Ansatz in Richtung Geschichte erstmal, die Geschichte des Arbeitsbegriffs. Um überhaupt so weit auf Distanz gehen zu können, dass man hier etwas wahrnimmt, was man normalerweise nicht wahrnimmt, weil man bis über beide Ohren drinsteckt. Wo man bis über beide Ohren drinsteckt, das nimmt man nicht mehr wahr als ein distinktes Phänomen. Und so ist es vielleicht mit der Arbeit. Es lässt sich relativ leicht historisch feststellen, dass es sehr viele Kulturen in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, die diesen abstrakten Arbeitsbegriff überhaupt nicht kennen. Denen es völlig verrückt erschienen wäre, ganz verschiedene Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion, ob das jetzt der Ackerbau ist, ob das die Religion ist, ob es und ihre Betätigungen, ob es die Jagd ist, ob es das Kriegshandwerk ist, das in den Krieg ziehen, oder ob es die Betreuung von Kindern oder Kranken ist. Also alles unter denselben Begriff von abstrakt menschlicher Tätigkeit zu fassen. Da hätten die sich an den Kopf gelangt. Also ein abstrakt allgemeiner gesellschaftlicher Tätigkeitsbegriff, etwas, dessen Sinnhaftigkeit gar nicht zu sehen gewesen wäre in diesen Kulturen. Und da, wo es anfängt, wo die Abstraktion Arbeit beginnt, man kann es etymologisch ziemlich leicht feststellen, da war es kein Begriff, nämlich in den antiken Sklavenhaltergesellschaften, kein Begriff gesellschaftlicher Allgemeinheit, sondern eine soziale Abstraktion, nämlich der Begriff für die Tätigkeit des unmündigen Menschen, des Abhängigen, des Sklaven. Was der tut, ist egal, ob er ackert, ob er im Steinbruch ist, ob er der Herrin Luft zufächelt, ob er die Kinder in die Schule bringt. Was er macht, ist egal. Es ist immer die Tätigkeit des Abhängigen, des Sklaven. In dieser Hinsicht, und das wirft natürlich schon ein böses Licht, nicht, auf diesen Arbeitsbegriff, in dieser Hinsicht ist ursprünglich in den antiken Kulturen dieser abstrakte Arbeitsbegriff entstanden. Und da das natürlich eine äußerst unschöne Angelegenheit ist, eine keineswegs erstrebenswerte, im Gegenteil sozusagen die hinterletzte Art von Tätigkeit überhaupt. Wenn man der mal unterworfen ist, dann ist man eben der abhängige, der unmündige Mensch. Deswegen wurde dann dieser Begriff der Arbeit synonym mit dem des Leidens, das Leiden in dieser Welt, das Negative. Und jetzt könnte man schon mal einen ironischen Seitenhieb machen. Das hieße dann, übersetzt in die moderne arbeiterbewegungsmarxistische Sprache, der Standpunkt des Leidens, die Partei des Leidens. Nicht? Das ist etwas, was einen erstmal hellhörig machen sollte. Das sind ja Dinge, die zwar historisch schon lange und sprachgeschichtlich schon lange bekannt sind, aber die nicht ins politische Bewusstsein gedrungen sind. Nun hat die Umkehrung dieses Begriffs, die Positivierung dieses Arbeitsbegriffs eine lange, erstmal mehr oder weniger, ich nenne es jetzt mal mit dem Hilfsbegriff, ideologiegeschichtliche Entwicklung durchgemacht. Eine Geschichte, die eng mit der christlichen Religion verbunden ist. Denn in den antiken Sklavenhaltergesellschaften, im Prozess ihrer Zersetzung, in dem ja bekanntlich das Christentum entstanden ist, da
war dieser Erlösungsgedanke, der da drin lag in dieser neuen christlichen Religion, eng verbunden mit der Positivierung des Leidens. Christus ist am Kreuz für uns gestorben, hat dieses schreckliche Leiden durcherlebt und von daher bedeutet Nachfolge Christi, positiv und ergeben das Leiden auf sich zu nehmen. Sogar in der Nachfolge Christi diesem Leiden einen Lebensausdruck zu geben und damit natürlich auch rückt die Arbeit unter ihrer bisher rein negativen Bestimmung in ein positives Licht. Und wenn man sich anschaut, auch dazu gibt es genug Untersuchungen schon längst, wie sich das praktisch umgesetzt hat. Es war zunächst eben in den Klöstern, in den Gründungen dieser Mönchsorden sowas wie eine Durchorganisierung des Lebens unter diesem Aspekt des positiven Leidens. Das hieß eben auch, Arbeit als etwas Positives zu nehmen und sich sozusagen zum Zweck der Kasteiung geradezu diesem Arbeitsbegriff und der entsprechenden Tätigkeit zu unterwerfen. Allerdings noch nicht in einem weltlichen, sondern in einem rein metaphysischen Bezug. Metaphysisch in Bezug auf diese religiöse Konstitution. Und man kann natürlich auch sehen, dass ganz bestimmte Elemente der modernen Arbeit hier ihrer Keimform vorhanden sind. Zum Beispiel die abstrakte Fließzeit, wo man nicht mehr gesagt hat, es gibt etwas zu tun und es hat eben seine Zeit, seine jeweilige, die man dafür braucht, sondern eine abstrakte Fließzeit, in die der Tag eingeteilt wird. Also Elemente der Fabrikdisziplin, das wussten die natürlich nicht, aber in der Rückschau kann man sehen, Spurenelemente der modernen Fabrikdisziplin in diesen Klostergemeinschaften vorgebildet. Und natürlich auch mit der entsprechenden Diktion eben sich zu unterwerfen, sich dieser Form zu unterwerfen. Dann der nächste Schritt, der Protestantismus in der Frühmoderne, in der Renaissance und am Ende dieser Entwicklung, der Protestantismus, der diesen positiven christlichen Arbeits- und Leidensbegriff säkularisiert hat. Das heißt, er trat jetzt aus diesem rein metaphysisch-religiösen Bezug heraus, um, vor allem in der calvinistischen Form, aber das zieht sich durch den Protestantismus insgesamt durch, um diese Positivierung des Leidens sozusagen in eine weltliche Erfolgsgeschichte umzumünzen. Und zwar unter der Diktion, dass diejenigen auserwählt sind, die es über ihre Arbeitsverausgabung zu weltlichem Reichtum bringen. Nur dieser Reichtum, der darf eben gerade nicht, das wäre ja sündhaft, verprasst werden, dem Genuss zugeführt werden, sondern dieser so unter dem Aspekt des positiven Leidens aufgehäufte Reichtum, der soll nur dazu dienen, wieder neuen Reichtum aufzuhäufen. Also schon die kapitalistische Verwertungsbewegung in dieser calvinistischen Ideologie, in dieser protestantischen Ideologie, der auserwählte Mensch, der sich sozusagen damit auch beweist, dass er in der Welt Erfolg hat, aber dieser Erfolg kein Genuss zugeführt wird, sondern einer Endlosbewegung von positiviertem Leiden, von Arbeitsverausgabung um ihrer selbst willen. Nun, das allein, das wäre ja eine reine Kopfgeburt, eine reine Kopfgeschichte. Daraus kann keine Produktionsweise entstehen. Aber der Protestantismus hat in dieser fortentwickelten Leidensideologie der Arbeit sehr gut gepasst zu etwas, was in derselben Zeit gesellschaftlich vor sich ging. Nämlich, was man nennen könnte, die militärische Revolution der Frühmoderne. Denn der Kapitalismus ist natürlich nicht aus der Ausdehnung von friedlichem Handel und Wandel entstanden, Warenbeziehungen, die keineswegs die gesamte Gesellschaft erfasst haben. Diese Agrargesellschaften, das waren ja weitgehend sogenannte naturalwirtschaftliche Gesellschaften, in denen also das Wenigste der gesellschaftlichen Reproduktion über Ware und Geld lief. Da gab es aber in bestimmten Beziehungen Fernhandel, Seidenstraße, nicht? Die Handel mit Erzen und sowas, es geht bis in die jüngere Steinzeit zurück, gab es sehr wohl Handelswege und Handelsbeziehungen, aber eben nur marginal, nur am Rande dieser Gesellschaften. Und da ist nie sowas raus entstanden wie Kapitalismus. Das begann erst mit dieser militärischen Revolution der frühen Neuzeit. Und was war das? Natürlich die Innovation der Feuerwaffe, die Innovation, die Revolutionierung der Kriegführung. Da konnte man nicht mehr die Heeresmacht jetzt sozusagen dezentral mit der alten agrarischen Logistik ausrüsten. Da konnte ja die Waffen, die man da gebraucht hat, konnten in jeder Dorfschmiede hergestellt werden. Das ging jetzt nicht mehr. Es entstand so etwas wie eine konzentrierte frühmoderne Rüstungsindustrie,
Das wieder verband sich mit der Entstehung von sogenannten stehenden Heeren, also nicht mehr, dass die Bürger oder eben die entsprechenden Träger dieser Feudalgesellschaft halt zu den Waffen gerufen wurden, wenn es einen Kriegszug gab, sondern eine Armee, die Herauslösung des Militärischen aus der Gesellschaft, eine organisierte, stehende Armee, die also dauernd unterhalten werden musste. Auch das, sowohl diese frühmoderne Rüstungsindustrie als auch die entsprechende Organisation des Militärs, ging über diese agrarische Logistik hinaus. Und was war die Folge? Es war notwendig in Anführungsstrichen geworden, diese Militärmaschine, diese neuartige Militärmaschine über Geld zu finanzieren, mit Geld sie zu füttern. Anders ging das nicht, weil man mit den agrarischen Formen der Kriegführung eben über die hinausgegangen war. Und das bedeutete wiederum, die Träger dieser ganzen Entwicklung, dieser militärischen Revolution, also diese Fürsten der frühen Moderne, der Renaissance, aus denen dann später der Absolutismus entstand und dann eben in der Weiterentwicklung überhaupt der moderne Staat, die mussten jetzt einen flächendeckenden territorialen Zugriff auf ihre Bevölkerungen machen, was vorher so überhaupt nicht der Fall war. Sie mussten eine allgemeine Staatsverwaltung zu dem einzigen Zweck, permanent Geld einzutreiben. Der sprichwörtliche, unersättliche Geldhunger dieser frühmodernen Militärdespotien, der war es, der gewissermaßen diese moderne Geldwirtschaft entfesselt hat. Das lief zunächst über die Monetarisierung der Besteuerung der Bevölkerung. Also das nicht mehr Naturalabgaben, sondern Geldabgaben und die Geldabgaben im Verlauf von wenigen Jahrhunderten exorbitant gesteigert. Ich habe einige Zahlen mir zur Kenntnis geführt. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert im Schnitt die Steigerung der Besteuerung der Massen um ca. 2000% gestiegen. Und das bedeutete natürlich, die Menschen, die jetzt diesem territorialen Staatsapparat und seiner ständigen Geldeintreiberei ausgeliefert waren, die mussten produzieren, nicht mehr für die eigenen Bedürfnisse, sondern für Märkte. Und diese Märkte mussten damit natürlich auch erst mal hergestellt werden. In dem Kontext eben das Interesse dieser frühmodernen Militärmaschinen, Marktwirtschaft auszudehnen. Kolonialismus, die koloniale Expansion hängt ebenfalls mit diesem Prozess zusammen, damit Herstellung von Weltmarkt und damit auch in diesem Drang nach immer mehr Geldanhäufung die Entstehung einer Logik, die jetzt nicht mehr wie in der Vergangenheit das zinstragende Kapital, meinetwegen in der Antike, auf die Zirkulation beschränkt war, sondern eine Logik, die den gesamten materiellen Reproduktionsprozess der Gesellschaft erfasste. Der Marx hat es ja dann in die Formel gebracht, GW, G', aus Geld über die Warenproduktion mehr Geld machen, etwas, was mit Bedürfnissen überhaupt nichts zu tun hat. Da ist ja der Bedürfnisgegenstand in die Form der Ware gebannt, ist ja bloß noch Medium oder Tragfläche für den Verwertungsprozess des Geldes. Also aus diesem unersättlichen Geldhunger der Militärmaschinen eine gesellschaftliche Logik, die schließlich auch über diese Form von Staatlichkeit, über den dann entstehenden Absolutismus, den modernen monetarisierten Staat selber hinauszugreifen begann, die sich verselbstständigt hat. Anfänglich waren auch die Träger der Produktion, dieser neuen Produktionsweise, immer noch von den Staaten selber organisiert. Die berühmten Manufakturen, das waren meistens Zuchthäuser, Armenhäuser, Irrenhäuser und eben dann Sklavenplantagen. Also aus diesen Formen heraus einer erzwungenen Produktion für den Markt, um Geld zuzuführen. Da entstand diese moderne kapitalistische Logik, die sich dann ihren Urhebern gegenüber verselbstständigte. Es entstand gewissermaßen zum ersten Mal das, was man ein gesellschaftliches System nennen könnte. Denn vorher gab es ja so einen einheitlichen, einförmigen, eindimensionalen Zugriff auf die ganze Gesellschaft überhaupt nicht. Das waren buntscheckigste Verhältnisse, die man alle gar nicht so auf einen Nenner bringen kann, wenn wir von feudalen oder Sklavenhalter-Systemen sprechen oder überhaupt vormodernen Kulturen, heißt es dann meistens. Dann wird hier nur ein bestimmter Aspekt rausgenommen, aber so ein flächendeckendes, einheitliches System, eine solche Eindimensionalität hat es vorher gar nicht gegeben. Also die Entstehung dieses Systems von Verwertungsprozess, von Verwertungsbewegung aus Geld mehr Geld machen als ein übergeordneter Selbstzweck, der mit Bedürfnissen gar nichts mehr zu tun hat, das passte natürlich sehr gut zu dieser protestantischen Ideologie und damit entstand auch dieser
moderne, diesem System angepasste Tätigkeitsbegriff Arbeit als Abstraktum, in dem es jetzt gleichgültig ist, wie es beim Sklaven gleichgültig war, was er tat, es war immer die Tätigkeit des Sklaven, so ist es jetzt in diesem flächendeckend werdenden, das war natürlich noch ein langer Prozess, der bis ins 20. Jahrhundert hinein angedauert hat, eine Tätigkeit, eine Verausgabung von menschlicher Energie, bei der es völlig egal ist, wofür und in welchem Inhalt und für welche Zwecke, einzig und allein in der immer gleichen Form der Verwertungsbewegung. Aus Geld soll mehr Geld werden. Und die darin eingeschlossene Tätigkeit, Produktionstätigkeit, Reproduktionstätigkeit, das ist dann, da macht dieses Abstraktum Arbeit überhaupt erst einen Sinn. Ansonsten wäre es eben gar nicht zu dieser Herausbildung dieses modernen Arbeitsbegriffs gekommen. Man kann es, wenn man es jetzt anfängt zu kritisieren wieder, ja, diese ganze Geschichte, auch diese Kategorie Arbeit, da kann man durchaus sehen, wie sich das langsam im Lauf der letzten Jahrzehnte und gerade in dieser Krisenentwicklung so langsam aufgeweicht hat. Ich möchte nur einen Aspekt unter vielen, die dabei denkbar sind, rausgreifen. So hat die feministische Theorie, zum Beispiel durchaus auch marxistischer Provenienz, wie etwa Frigga Haug, eine feministische Theoretikerin, etwas, die selber noch an diesem Arbeitsbegriff klebt, an diesem Arbeiterbewegungsmarxistischen, aber die hat zumindest herausgefunden und dargestellt, dass es bei verschiedenen Reproduktionstätigkeiten auch eigentlich verschiedene Zeitlogiken gibt. Nicht? Man kann nicht kleine Kinder betreuen, wie man Autoteile herstellt. Es gibt da die abstrakte betriebswirtschaftliche Fließzeit, die ist eigentlich für viele Bereiche der menschlichen Reproduktion völlig inadäquat und ist auch gar nicht anwendbar da, aber sie ist sozusagen, sie bildet das gesellschaftliche Zentrum, die Verausgabung menschlicher Energie für die Anhäufung von Geld in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum, in dieser abstrakten Fließzeit. Das ist das Dominante, das ist das, was ausstrahlt auf alle übrigen Bereiche und letztendlich totalitär in dem Sinne ist, dass es sozusagen alles, überhaupt nichts mehr übrig lassen möchte, was nicht in diese Tätigkeitsform und in diese Reproduktionsform eingebannt ist. Also, dass eigentlich nur noch etwas gilt, was den Verwertungsprozess des Kapitals tragen kann und alles, was das nicht tragen kann, eigentlich nichtig erscheint. So, jetzt muss man natürlich fragen, was ist da dann passiert? Das ist ja ein Prozess, der über Jahrhunderte angedauert hat, eigentlich seit dem 16. Jahrhundert andauert, seit diesem Take-off, seit dieser komische Mönch Berthold Schwarz sich ein bisschen versenkt hat, indem er das Schwarzpulver im Westen erfunden hat. Ja, es gab erstmal eine lange Geschichte von Rebellion gegen diese Zumutung, gegen diese neue ungeheuerliche Zumutungsgesellschaft des entstehenden Verwertungsprozesses. Das reicht von den sogenannten Bauernkriegen des 15. und vor allem 16. Jahrhunderts bis eben zum letzten Ausläufer, würde ich sagen, das war vielleicht der Aufstand der schlesischen Weber von 1844. Da fallen unterschiedlichste Bewegungen, Revolten, Rebellionen, Sozialbewegungen und so weiter darunter. Und man kann sie vielleicht alle auf den einen Nenner bringen. Sie wollten etwas nicht. Sie wollten nämlich nicht zur Arbeiterklasse dieses verselbstständigten Systems, dieser, wie es der Sozialhistoriker Karl Polanyi genannt hat, dieser herausgelösten Ökonomie, aus allen Bedürfnissen, aus allen selbstbestimmten Zusammenhängen herausgelösten Ökonomie dieses betriebswirtschaftlichen, verrückten Funktionsraums, der also diese kapitalistische Verwertungsbewegung beinhaltet. Sie wollten sich dazu nicht machen lassen. Das war ihr Impuls, aber sie wussten nicht, was ja mit ihnen geschieht. Das ist ja über die Menschen hereingebrochen wie eine Naturkatastrophe, wie ein Verhängnis. Und auch die Protagonisten dieser Entwicklung hatten ja selber nur immer ihre jeweils begrenzten Zwecke. Und erst allmählich, erst im 19. Jahrhundert entstand überhaupt der Begriff Kapitalismus für diese neuartige Form gesellschaftlicher Reproduktion. Vorher wusste man gar nicht so recht, was da eigentlich in diesen vielen blinden Prozessen in der Entstehung anonymer Märkte vor sich geht. Und dann gab es gewissermaßen einen Lag in dieser Entwicklung, in diesen Rebellionen. Die letzte, wie gesagt, der Schlesische Weberaufstand 1844 niedergeschlagen. Und dann dieser Lag von einigen Jahrzehnten, in denen keine vergleichbaren Bewegungen mehr stattgefunden haben. Und in dem System der dann industrialisierten, seit Beginn des 19. Jahrhunderts industrialisierten Verwertungsbewegung, in diesem industrialisierten Verwertungsprozess, eine immer größere Anzahl von Menschen an
diese betriebswirtschaftliche Tätigkeitsform gewöhnt wurde. Zum Teil immer noch mit Gewalt. Es musste ja zunächst alles nur mit Gewalt geschehen. Die Leute wurden ja regelrecht in den absolutistischen Regimes regelrecht von der Straße weggefangen, um sie da gewaltsam in diese Arbeitszuchthäuser hineinzupressen. Also der Ursprung unserer wunderbaren Arbeitsplätze hat genau so ausgesehen. Und allmählich, so gewissermaßen ein Gewöhnungsprozess, übrigens auch eine Pädagogisierung der Massen, Volkspädagogik, Industriepädagogik, all das, was im 19. Jahrhundert da entstanden ist, zum Teil von wohlmeinenden bürgerlichen Philanthropen, hatte im Grunde nur den einen Zweck, die Menschen sozusagen auch innerlich gefügig zu machen für diese Zumutung. Ja, für diese freche Zumutung, das eigene Leben auszuliefern an einen völlig fremden, absurden Selbstzweck, diesen Verwertungsprozess, wo die damit auch verbundene, über den Konkurrenzmechanismus verbundene Entwicklung der Produktivkräfte eigentlich nie dazu geführt hat, dass eine substanzielle Verbesserung des Lebens für die Mehrzahl der Menschen jedenfalls nicht eingetreten ist, sondern diese gigantische Produktivkraftentwicklung immer für die Konkurrenz und ihre Folgekosten letztlich verpulvert worden ist. Also man kann das zum Beispiel daran festmachen, dass heute noch die meisten Menschen, wenn man jetzt die ganze Welt einrechnet, aber letztlich auch die entwickelten kapitalistischen Zentren, die meisten Menschen mehr und länger arbeiten als ihre Vorfahren im Spätmittelalter. Das glaubt einem immer erstmal keiner, aber es ist nachgewiesen, man kann es nachweisen, dass also hier eine fantastische Verzerrung im Grunde genommen, die Produktivkräfte nur entwickelt wurden, um die Arbeitszeit zu vermehren statt zu vermindern. Und heute sind wir ja auch wieder an einem Punkt, wo gerade in der gigantischen Produktivkraftsteigerung der dritten industriellen Revolution nicht etwa eine neue Runde von Arbeitszeitverkürzung, jetzt rein immanent betrachtet, auf die Tagesordnung kommt, sondern genau das Gegenteil. Und in dieser Disziplinierungs- und Gewöhnungsgeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand diese moderne Arbeiterbewegung, wie wir sie kennen. Das heißt, das war die Bewegung der Menschen, die schon in der zweiten, dritten, vierten, fünften Generation in dieses System der Zumutungen hineinsozialisiert worden war, das diese Zumutungen gewissermaßen verinnerlicht hat, so wie es übrigens von den liberalen Ideologen im späten 18. Jahrhundert regelrecht Programm war. Das Programm war regelrecht, diese Zumutungen, diese Verhaltenszumutungen zur inneren Verhaltensspur des Menschen zu machen. Etwas, was heute wieder auftaucht als Programm, nämlich den selbstregulativen Menschen. Der Mensch, der gar keinen Antreiber mehr braucht, weil er sein eigener Antreiber ist, der seinen betriebswirtschaftlichen Funktionär schon im Kopf hat, im eigenen Kopf. Der Mensch, um es in den Worten der bayerisch-sächsischen Zukunftskommission zu sagen, der Mensch als Unternehmer seiner Arbeitskraft. Der Mensch, der diese Verinnerlichung so weit getrieben hat, dass er jetzt den Kapitalismus nur noch mit sich selber ausmachen kann. Das war also Programm und bis zu einem gewissen Grad war diese Verinnerlichung eben schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelungen. Und die moderne Arbeiterbewegung, die entstand ja auch nicht mehr aus einer Revolte gegen diesen Zumutungszusammenhang, sondern sie entstand aus den Liberalen, vom Liberalismus, von den damals führenden Ideologen und Regimes, auch politisch liberal-konservativen Regimes, dieser kapitalistischen Produktionsweise selber ins Leben gerufenen sogenannten Arbeitervereinen. Und diese Arbeitervereine, das waren im Grunde genommen Versuche des Liberalismus, die Köpfe in dieser neuen sozialen Klasse der Fabrikarbeiter, die Köpfe für sich zu gewinnen, diese Köpfe zu schulen, ihnen die Grundlagen, die theoretischen Grundlagen der modernen Volkswirtschaftslehre beizubiegen, damit sie erkennen, jede Auflehnung gegen dieses System ist ohnehin zwecklos, denn dieses System, das ist gewissermaßen eine Naturnotwendigkeit. Es handelt sich nicht etwa um gesellschaftlich verhandelbare Gegenstände einer Auseinandersetzung, sondern es handelt sich gewissermaßen um ökonomische Naturgesetze. Diese Pseudonaturgesetzlichkeit, wie sie der Liberalismus seinem System der Verwertung des Werts schon immer angedichtet hat, die sollte also da in die Arbeiterklasse hineingetragen werden, in diese neue, schon domestizierte Fabrikarbeiterklasse. Und man muss natürlich sagen, die Ideologen, die Theoretiker
Die Führer dieser modernen Arbeiterbewegung, die sind alle aus diesen Arbeitervereinen hervorgegangen. Der gute August Bebel zum Beispiel, der kann sich gar nicht anders vorstellen, als dass eben die Arbeiterbewegung, die ist aus den liberalen Arbeitervereinen hervorgegangen. Die hatte ja noch auch Gemeinsamkeiten mit dem Liberalismus in politischer Hinsicht, die Durchsetzung eben von republikanischen Verhältnissen, die Auseinandersetzung, die im Grunde eine innerbürgerliche Auseinandersetzung war zwischen Absolutismus und Liberalismus, auch auf die Fahnen dieser dann domestizierten Arbeiterbewegung geschrieben. Und die Theoretiker wie Marx und Engels, die waren natürlich ursprünglich auch Liberale. Die kamen daher. Woanders konnte man zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr herkommen. Und sie haben diese Leute an ihrer Spitze, Marx und Engels, die haben eben gesehen, da stimmt was nicht. So kann das nicht sein, wie uns das erzählt worden ist. So kann das nicht sein, wie das offiziell dargestellt wird. Sie wurden also gewissermaßen zu Dissidenten dieser liberalen Bewegung, dieser liberalen Ideologie. Und aus dieser Dissidenz heraus entstand die Marxische Theorie. Und insofern könnte man natürlich sagen, hier war etwas angelegt, wenn man die Marxische Theorie unter diesem Aspekt durchcheckt, sie mal mit anderen Augen liest, als man sie sozusagen noch in dieser arbeiterbewegungsmarxistischen Lesart zur Kenntnis genommen hat, dann wird man sehr schnell feststellen, dass auf der einen Seite tatsächlich bei Marx sich viele Formulierungen und theoretische Argumentationen finden lassen, die im Grunde dann eher an seinen Intimfeind Lassalle erinnern, die Geschichte mit der bezahlten und unbezahlten Arbeit und die ganze Fixierung auf den Mehrwert und nicht auf die Form selber, die überhaupt so etwas wie Mehrwertproduktion hervorbringt. Also nicht diese Orientierung auf die Kritik der kapitalistischen Formen, des Formzusammenhangs, damit auch der Arbeit und der Betriebswirtschaft, sondern die Möglichkeit, zumindest die Lesart, sich in diesen Formen selber zu positionieren. Und das, wenn man das kommunistische Manifest anschaut, wo ja offen von Arbeitszwang die Rede ist und wo die Arbeit ganz unproblematisch bleibt, dann kann man sich vorstellen, wie aus diesem Strang dieser systemimmanente Arbeiterbewegungsmarxismus sich genährt hat, dem es ja zunächst mal um nichts weiter ging, als um die Anerkennung, die war ja noch gar nicht da, die Anerkennung der Arbeiterklasse in ihrem Dasein als Lohnarbeiter, in ihrem Dasein als bürgerliche Staatsbürgersubjekte und so weiter, als Rechtssubjekte in dieser kapitalistischen Form. Und andererseits war aber gerade das, ich möchte durchaus sagen, Geniale an Marx, dass bei ihm auch ein anderer Strang deutlich wird, auch sich nachweisen lässt, ein über diesen bürgerlichen Formzusammenhang radikal hinausgehendes, diesen Formzusammenhang grundsätzlich in Frage stellender theoretischer Impuls. Das ist der Marx, der Fetischismuskritiker, der sagt, dieses ganze System, das ist eine Fetischform, das ist etwas, wo sich alle Beteiligten, auch die Kapitalisten, als Charaktermasken an eine verselbstständigte ökonomische Bewegung, an diesen verrückten Verwertungsprozess adaptieren müssen. Das ist der Marx, der also die Arbeit, kann man auch sogar philologisch finden, die Arbeit grundsätzlich in Frage stellt und der klipp und klar sagt, was aufgehoben werden muss, ist die abstrakte Arbeit selber, ist dieses System der modernen Warenproduktion, wo eben nicht unabhängige Produzenten sich auf dem Markt treffen, nicht? Sondern wo dieser Arbeitsmarkt überhaupt erst möglich wird und vorgeschaltet ist, wo Menschen sich selber verkaufen müssen, in welcher Form auch immer, und diese sich selber verkaufen müssen auf diesen Selbstzweckverweis, diesen absurden Selbstzweck der Verwertungsbewegung. Das ist eigentlich der Marx, der sozusagen der kategorischen Kritik an diesem System. Und man kann sich ja leicht ausrechnen, was mit diesem Strang der marxischen Argumentation passiert ist. Der wurde ins Philosophische, ins Esoterische abgeschoben. Das hat man im Grunde nicht ernst genommen oder hat es so verzerrt dargestellt. Man muss sich nur die DDR-Lehrbücher meinetwegen anschauen oder auch die Traktate des westlichen Marxismus. Also, das im Grunde entweder als eine Hegelsche Schrulle behandelt worden ist oder als irgendetwas, was man vielleicht in ferner Zukunft mal ins Auge fassen kann, was aber überhaupt nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Und mit der Wirklichkeit der Arbeiterbewegung im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das in der Tat nichts zu tun gehabt. Die hat darum gekämpft, in dieser bürgerlichen Form ein gleichberechtigtes Subjekt sein zu dürfen. Und jetzt kommt das Problem. In der Weiterentwicklung, da wo diese Arbeiterbewegung im Grunde genommen ihre Ziele erreicht hat, nämlich Staatsbürgersubjekt, allgemeines Wahlrecht, Frauenwahlrecht dann sogar, durch anerkanntes Rechtssubjekt,
eben auch die Institutionen, Gewerkschaften und Arbeiterparteien anerkannt, sogar integriert. Dummerweise war der Eintritt in die bürgerliche Welt sozusagen, das Eintrittsbillett war die Zustimmung zum Ersten Weltkrieg, nicht? Also die Schlachtopfer von mehreren Millionen Menschen, das war der Preis, den man gezahlt hat, ohne mit der Wimper zu zucken, um institutionell auch in diese bürgerliche Welt hineinzukommen. Das Resultat ist natürlich ein Blair oder ein Schröder, das ist die Endmoräne. Der Leichnam in emanzipatorischer Hinsicht war es eben, wie Rosa Luxemburg richtig gesagt hat, schon 1914. Und im Verlauf dieser Entwicklung, schon in der sogenannten zweiten industriellen Revolution, der Automobilmachung der Gesellschaft, benannt nach Henry Ford, die fordistische Form der kapitalistischen Produktion, da hat sich was Merkwürdiges gezeigt, nämlich die Funktionseliten, die Kapitalisten oder das Management. Es wurde auch mehr und mehr zum Management, nicht mehr der Kapitalist als das Subjekt der ganzen Veranstaltung, sondern auch immer deutlicher, dass es sich hier nur um Funktionseliten eines übergeordneten, irrationalen Selbstzwecks handelt. Die haben angefangen, sich selber in der Form der abstrakten Arbeit zu sehen und auch ihre eigene Tätigkeit darunter zu subsumieren, sich selber so zu begreifen. Der Henry Ford zum Beispiel hat gesagt, und Ähnliches findet sich bei den Nazis dann, ich bin der erste Arbeiter. Und nicht der Nichtarbeiter, der da irgendwo thront und nichts mit euch zu tun hat. Ich bin der erste Arbeiter. Da wurden diese Manager stolz darauf, dass sie ihre 60, 70, 80-Stunden-Woche haben. Nicht? Da, wo sie am Ruin der Menschheit arbeiten dürfen. Und wo die Arbeitssucht dieses Managements noch als sozusagen selber sich in die Form positiv einpassen, nicht mehr sozusagen die Honoratiorenklasse des 19. Jahrhunderts, sondern herabgesunken zu Funktionseliten dieses abstrakten Selbstzwecks. Jetzt waren auf einmal alle Arbeiter, unabhängig von ihrer Funktion im Formgefüge dieser Verwertungsbewegung. Und jetzt, am Ende des 20. Jahrhunderts, nochmal eine Vollendung gewissermaßen dieser Entwicklung. Ich habe es in dieser Formel der Bayerisch-Sächsischen Zukunftskommission schon angedeutet. Der Mensch als Unternehmer seiner Arbeitskraft, wie die Manager alle Arbeiter geworden sind, in diesem abstrakt allgemeinen Sinn, so sollen jetzt oder werden teilweise auch wirklich im Selbstverständnis die Lohnarbeiter Unternehmer ihrer selbst. Sei es in Form eines, das ist jetzt schon ein Krisenaspekt, eines neuen Elendsunternehmertums, sei es in Form des outgesourcten Scheinselbstständigen, sei es aber auch in Form des formell noch Lohnabhängigen, der aber eben sich an seinem Arbeitsplatz wie ein Unternehmer verhalten soll. Das heißt eben die Selbstdisziplin, die Selbstunterwerfung auf die äußerst überhaupt denkbare Spitze getrieben. Jetzt sind also alle Arbeiter und alle Unternehmer gleichzeitig und alle bezogen auf diesen völlig losgelassenen, entfesselten Verwertungsprozess. Und ausgerechnet in dem Moment, historisch gesehen, ja, in dem Moment, in dem das passiert, in dem diese Verinnerlichung und Verallgemeinerung der abstrakten Arbeit sich durchgesetzt hat, in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß, ausgerechnet in dem Moment kommt dieser Verwertungsmotor ins Stottern und es droht sowas wie ein historischer Kolbenfresser dieser Maschine, nämlich der Verwertungsprozess, der ja das Menschenmaterial zum Futter haben muss. Die Verausgabung, die permanente und immer weiter gesteigerte Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Wenn also die Substanz des Werts die verausgabte menschliche Arbeitssubstanz ist, dann heißt es natürlich, dass, und das Ganze ein eben ein Akkumulationsprozess ist, dann heißt das, dass jede schon erreichte Stufe in der Anhäufung vergangener Arbeit in Form des ökonomischen Werts, des Geldkapitals, den schon erreichten Stand der Anhäufung noch weiter übertreffen muss. Also eigentlich eine logische Unmöglichkeit und eine, die gleichzeitig auch kollidiert mit dem, was inzwischen die dritte industrielle Revolution genannt wird, nämlich die mikroelektronische Revolution, in der zum ersten Mal in der kapitalistischen Geschichte dieser Akkumulationsprozess insofern an eine innere Schranke stößt, als jetzt die bisherige Kompensation in dieser Verwertungsbewegung, die Kompensation eines inneren logischen Selbstwiderspruchs erstmals an Grenzen stößt. Und worin besteht dieser Selbstwiderspruch? Er bestand eigentlich von Anfang an darin, dass einerseits, wie gesagt, diese Verwertungsbewegung auf nichts anderem beruht als auf der Verausgabung und Anhäufung abstrakt menschlicher Arbeit, Arbeitssubstanz dargestellt in der Geldform.
Und auf der anderen Seite der Prozess der Konkurrenz auf anonymen Märkten, letztlich auf dem Weltmarkt, dazu jeden betriebswirtschaftlichen Teilnehmer, jedes betriebswirtschaftliche Einzelkapital dazu zwingt, bei Strafe des Untergangs in dieser Konkurrenz sukzessive menschliche Arbeitskraft durch Anwendung von Wissenschaft, Technologie und so weiter überflüssig zu machen. Dieser innere Selbstwiderspruch hat von Anfang an die Krisenpotenz dieses Systems dargestellt. Und diese Krisenpotenz ist auch immer wieder in allen Durchsetzungsschüben in den letzten 2 Jahrhunderten immer wieder auch als reale Krise in Erscheinung getreten, und zwar auf immer höherer Stufenleiter. Eben die letzte Großkrise, die wirklich eine Weltkrise war, die berühmte Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933. Und jedes Mal konnte gewissermaßen ein Kompensationseffekt eintreten, der die Krise wieder überwunden hat, nämlich, dass die jeweils neuen Technologien und neuen Produkte, exemplarisch dafür das Automobil, durch die Verbilligung, die einherging mit dieser Produktivkraftentwicklung, eine derartige Explosion des Marktes, der Absatzmöglichkeiten gebracht hat. Also das Automobil ging aus einem Luxusgegenstand der Appartenz in ein ganz gewöhnliches Konsumtionsmittel der Massen über, dass mehr Arbeitskraft in der Produktion der neuen Technologien und ihrer Anwendung letztendlich gebraucht wurde, als diese neuen Technologien jeweils andererseits Arbeitskraft überflüssig gemacht haben. Und ich will es jetzt mit der Krise kurz machen. In der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik scheint dieser Kompensationsmechanismus nicht mehr zu greifen. Deswegen haben wir es auch nicht mehr mit einer industriellen Reservearmee zu tun, wie das bei Marx noch heißt. Das heißt Menschen, die vorübergehend freigesetzt werden, sondern mit einer permanenten Freisetzungsbewegung, in der sowas wie eine dauerhafte, von Zyklus zu Zyklus ansteigende strukturelle Massenarbeitslosigkeit entsteht. Und zwar weil, das kann man beobachten, in den letzten 20 Jahren, weil zwar die Computer zum Beispiel, nicht, die werden genauso verbilligt, wie früher das Automobil verbilligt worden ist. Die gehen auch in den Massenkonsum ein. Rechnerkapazität, die man vor 30 oder 25 Jahren, wo man noch die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens brauchte, die kriegen die Kinder heute zu Weihnachten geschenkt. Aber die Herstellung dieser Produktionsmittel und neuen Technologien erfordert nicht mehr die entsprechende zusätzliche Masse an Arbeitskraft, die sie überflüssig macht. Im Gegenteil, der Prozess hat sich umgekehrt. Es wird dauerhaft und in weiteren Schüben dieser technologischen Entwicklung mehr Arbeitskraft überflüssig gemacht, als die Anwendung der neuen Technologien und die Produktion dieser neuen Produkte erforderlich macht. Und das heißt, im Grunde genommen, es findet etwas statt, wo das Kapital sich selber seine eigene Substanz zu entziehen beginnt. Denn Wert ist ja nicht irgendetwas beliebig Definiertes und auch nicht etwas, was man beliebig herzaubern kann, sondern es beruht auf der Verausgabung von Arbeitskraft. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das im Weltmaßstab abläuft, dann ist es eben nicht einfach so, dass die Automatisierung und Wegrationalisierung von Arbeitskraft in der industriellen Produktion, aber mittlerweile auch schon längst in den Dienstleistungen und in anderen Sektoren, dieses Problem hervorbringt. So schaut es in den westlichen Zentren aus, sondern in den übrigen Regionen der Welt, bei der Mehrzahl der Menschen, dort schaut es so aus, dass gerade Systemzusammenbrüche stattfinden, weil die nicht in der Lage sind, die Mikroelektronik anzuwenden. Das heißt, ganze Volkswirtschaften krachen zusammen, weil sie die Kapitalkraft, die Vorausinvestitionen, die nötig sind, um hier mithalten zu können, nicht mehr aufbringen können. Weil die Terms of Trade, das heißt die Erlöse, die sie für eigene Exporte erzielen können, im Vergleich zu dem, was sie importieren müssen, um überhaupt noch produzieren zu können, sich da eine Schere auftut und sie in die Schuldenfalle hineinlaufen und letztlich eben am Weltmarkt zerschellen. Und das heißt dann, man kann sich ja den größeren Teil der Welt heute anschauen, in großen Teilen Asiens, in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion, in Südosteuropa, in ganz Afrika, in Teilen Lateinamerikas. Im Grunde genommen, der größere Teil der 6 Milliarden Menschen dieser Erde ist bereits aus der Geldwirtschaft hinausgebombt worden. Nur, es ist ja nicht so, dass dann an die Stelle irgendeine andere Form der gesellschaftlichen Produktion träte oder irgendeine andere eine Zugriffsmöglichkeit auf die entwickelten Produktivkräfte, sondern was passiert? Diese Menschen werden teils eben auf Elendsniveau zurückfallen, teils
nur noch in Sekundärkreisläufen von Kinderprostitution über Abfallsammeln und andere Formen von Elendsdienstleistungen nur noch Sekundärkreisläufen überhaupt in der Geldwirtschaft beteiligt, oder sie fallen eben auf subsistenzwirtschaftliches Niveau zurück. In Kasachstan habe ich in einer Reportage kürzlich gelesen, da schätzt sich ein Durchschnittsmensch glücklich, wenn er eine Kuh sein eigen nennt, weil das noch in gewisser Weise das rein physische Überleben garantiert. Also wir haben es mit einem Systemzusammenbruch im Grunde zu tun, der in den westlichen Ländern bis jetzt dadurch aufgeschoben wird, dass sich an die Stelle der realen Verwertungsbewegung in dieser ganzen Zeit der dritten industriellen Revolution, vor allem aber in den 90er Jahren, das geschoben hat, was Marx die Bildung von fiktivem Kapital nennt. Das heißt, substanzloses Geldkapital, das rein über die Finanzmärkte akkumuliert wird, wo also, wenn man das in dieser Formel nimmt, G, W, G', das W in der Mitte eigentlich die reale betriebswirtschaftliche Produktion von Gütern oder Dienstleistungen gar nicht mehr vorkommt. Da sind längst Überkapazitäten da, ging es allein darum, dann wäre der Kapitalismus als Weltsystem bereits am Ende, sondern die direkte Bewegung G', also scheinbar aus nichts Geldkapital schöpfen, und das ist natürlich dieser gigantische spekulative Prozess der Börsenkapitalisierung. Gerade momentan mit diesem sogenannten Internetkapitalismus kann man das besonders deutlich sehen. Ich will nur, um zu zeigen, wie sehr diese Bildung von fiktivem Kapital die Simulation eines Akkumulationsprozesses, die gar keine reale Grundlage mehr hat, bereits die heutige Weltwirtschaft bestimmt. Das Zentrum bilden aus durchaus erklärbaren Gründen die USA momentan, und in den USA ist es so, dass das Niveau der Realeinkommen, der Löhne, das durchschnittliche Niveau, auf das Niveau der 70er Jahre zurückgefallen ist. Würden die also mit ihren regulären Einkommen konsumieren müssen, dann wäre hier längst eine tiefe Rezession und wir hätten längst eine Weltwirtschaftskrise. Aber die USA saugen wie ein Schwamm die Warenströme, die Überschüsse der ganzen Welt auf. Es findet dort eine völlig irreguläre, in keinem Lehrbuch auch der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre erklärbare Konjunktur statt. Und womit findet die statt? 50% oder sogar mehr der US-Bürger, also auch der berühmten Lohnarbeiter, haben sich an dem Aktienboom beteiligt, haben also von ihren Ersparnissen Aktien gekauft. Deswegen gibt es da auch fast keine Ersparnisbildung in anderen Formen mehr. Und mit diesen Aktien, die in dieser Börsenkapitalisierung der letzten 10 Jahre ungeheuer gestiegen sind, da hat man diesen fiktiven Aktienwert beliehen, also Kredite aufgenommen, und damit konsumiert man munter als zweites Einkommen. Das heißt, hier hat sich eine merkwürdige Verschränkung, inzwischen ist das ja auch hierzulande fast schon eine Art Popkultur geworden, sich an der Börsenkapitalisierung irgendwie zu beteiligen, in der Hoffnung, damit zum Beispiel sein BAföG bezahlen zu können und andere Dinge mehr. Und die meisten Leute glauben natürlich nicht, dass es bloß was Fiktives ist, vor allem wenn sie jüngeren Alters sind, denken sie, sind sie ja damit aufgewachsen, ne? Oder sind hineinsozialisiert worden in diesen Casino-Kapitalismus, wie es mal jemand genannt hat. Aber wenn also es weiterhin gilt, dass die Substanz des Kapitals verausgabte menschliche Arbeit ist und nicht ein fiktiver Prozess von Börsenkapitalisierung, dann heißt es natürlich, diese Blase wird platzen. Es ist ja schon nah dran, es ist ja dauernd, sind irgendwelche Panikgefühle an diesen Börsen. Da muss man inzwischen kein marxistischer Kritiker mehr sein. Das sagen die etwas intelligenteren Finanzanalysten oder etwa ein Herr Greenspan, der Chef der US-Fed, der Notenbank, der sagte schon lange, dass es hier eine völlig groteske Überbewertung gibt, die in keinem Verhältnis mehr zur Realökonomie steht. Und das bedeutet natürlich, irgendwann platzt diese Illusion. Und die Schlussfolgerung daraus ist letzten Endes, es kann keine Krise der Arbeitsgesellschaft geben oder keine Krise der Arbeit, die nicht letzten Endes auch eine Krise des Kapitals wäre. Und wenn die Schranke der noch möglichen der Arbeitsplätze erreicht ist und heute jeder Unternehmensberater sagt, es wird nie mehr Vollbeschäftigung geben. Im Gegenteil, es wird eine immer stärkere Polarisierung der Gesellschaft geben in herausgefallene und solche, die noch irgendwie drin sind. Dann heißt es gleichzeitig, kann das logischerweise nur heißen, damit ist auch die innere Schranke des Kapitalismus selber erreicht. Er beruht genau darauf, auf der Vernutzung von menschlicher Arbeit. Und damit sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo natürlich sich Fragen stellen. Ich kann jetzt keine, und ich will das auch nicht, sozusagen ein Programm entwerfen, wie man darauf reagieren soll. Man kann nur, ich denke, was grundsätzlich
für mich aus dieser Analyse außer Frage steht, ist, wir können natürlich auch nicht zurück zu den Weberaufständen und dergleichen. Wir sind längst über dieses Gesellschaftsniveau hinausgekommen und wir können nicht nach rückwärts, sondern nur nach vorwärts gehen. Und wie dieses Vorwärts aber ausschauen soll, es kann meines Erachtens nur der kategoriale Bruch mit den kapitalistischen Vergesellschaftungsformen selber sein. Es kann nur der Bruch mit einer Logik sein, dass man seine abstrakte Arbeitskraft in einen betriebswirtschaftlichen Funktionsprozess reingibt, dafür Geld rauskriegt und damit Waren kauft auf dem kapitalistischen Warenmarkt. Das hat sich erschöpft. Damit ist es zu Ende, ob man das einsehen will oder nicht. Und das bedeutet natürlich eine viel grundsätzlichere Kapitalismuskritik als die des Arbeiterbewegungsmarxismus steht auf der Tagesordnung. Es steht auf der Tagesordnung genau die radikale Fetischismuskritik, die Kritik an dieser Selbstzweckmaschine dieses kapitalistischen Verwertungsprozesses, wie sie der andere Marx, jener vom Arbeiterbewegungsmarxismus systematisch ausgeblendete Marx, schon formuliert hat. Und man kann das aber durchaus in jedem Menschen ganz verständliche Fragestellungen übersetzen. Denn die allerelementarste Fragestellung ist natürlich die gigantische Produktivkraft, die alles in den Schatten stellt, was es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, wie sie mit der mikroelektronischen Revolution erreicht ist, die kann doch nur in einem Sinn richtig eingesetzt werden, nämlich, dass alle Menschen, alle 6 Milliarden Menschen locker und technisch ganz einfach zu lösen, mit allen notwendigen Gütern und Produktions- und Kulturgütern versorgt werden und vor allem, dass diese gigantische Produktivkraft in mehr Muße für alle Menschen übersetzt wird. Wofür soll man denn arbeitssparende Maschinen und Roboter und elektronische Systeme denn herstellen, wenn man danach mit nichts weiter herauskommt, als dass die einen, und zwar die Mehrzahl der Menschheit, völlig aus der gesellschaftlichen Reproduktion herausfällt und die anderen umso mehr malochen müssen. Und dieser betriebswirtschaftliche Funktionsroboter, der kann die Steigerung der Produktivkraft immer nur so übersetzen. Er kann sie immer nur in Massenarbeitslosigkeit einerseits und damit Massenarmut einerseits und in gesteigerte Arbeitshetze für die verbliebenen Beschäftigten, die immer weniger werden, andererseits übersetzen. Und das ist ja so handgreiflich verrückt, ja, dass es auch dem gesunden Normalmenschenverstand einleuchten muss. Nur dieser gesunde Normalmenschenverstand befindet sich eben gleichzeitig in der Lage, dass er dieses System der Zumutungen inzwischen mehr als nur verinnerlicht hat. Also er ist es gewissermaßen selber. Und je mehr deutlich wird, dass diese ganzen Kampagnen für Arbeitsplätze völlig daneben sind, dass die nie mehr ihr Ziel erreichen werden, es sei denn für Minderheiten und für schrumpfende Minderheiten, desto größer wird natürlich das Problem, desto mehr bahnt sich hier eine Zerreißprobe an, die in der Gesellschaft irrationale Energien freisetzt. Die Rückkehr der kapitalistischen Dämonen gewissermaßen, die Fortsetzung der Konkurrenz mit anderen Mitteln, ein Nationalismus mitten in der Globalisierung, eine Ethnisierung des Sozialen, die Rückkehr von Rassismus und Antisemitismus, all das sind diese irrationalen Potenziale, die hier freigesetzt werden, wenn keine Gegenbewegung entsteht, die tatsächlich es wagt, die Frage radikaler Emanzipation, und das heißt jetzt gegen das Kapital, ist gleich gegen die Arbeit, neu auf die Tagesordnung zu setzen. Und das ist eine Frage, die Diskussionsbedarf, Auseinandersetzungsbedarf, vor allem in der Kraft, soweit es überhaupt noch eine Kraft ist, in der Gesellschaft, nämlich in der Linken. Wenn die Linke sich dem nicht stellt, wenn sie sich immer nur mehr anpasst, dann wird sie in dieser Krise mit von diesen irrationalen Energien verschlungen werden. Und mir tun jetzt schon die Leute leid, ich tue mir auch selber leid, weil natürlich dem kann keiner entfliehen. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt mehr, wohin man sich flüchten könnte, weil eben das ein globaler Systemzusammenhang geworden ist. Aber mir tun die Leute leid, die jetzt noch ihre Realo-Illusionen pflegen und wirklich allen Ernstes glauben, sie könnten mit ein bisschen Umverteilungsrhetorik und ein bisschen sozusagen, wie heißt das soziale Gerechtigkeit, tatsächlich noch diesem Krisenprozess irgendwas entgegensetzen. Also ich plädiere dafür, wieder in einem neuen Sinn grundsätzlich radikal zu werden und dieses System als Ganzes von Grund auf in Frage zu stellen.